Herzlich willkommen zum zweiten Teil des großen Iveco Daily 4x4 Technikvideos. Als erstes möchte ich nochmal auf meinen Fehler eingehen, den ich in dem letzten Video gemacht habe bezüglich der Mitteldifferentialsperre. Also es ist durchaus möglich, die Mitteldifferentialsperre auch in High Range einzulegen. Ich zeige euch da mal ein kurzes Video davon. Und da habe ich wieder was gelernt. Ich bin mir jedoch zu 100% sicher, dass ich das 600 Mal ausprobiert habe und es hat bei mir nicht geklappt. Allerdings war mein Wagen in der Zwischenzeit auch mal beim Händler und hat ein neues Software-Update bekommen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt oder ob es wirklich mein Unwissen war, aber es hat vorher nicht geklappt, da bin ich mir ganz sicher. Also trotzdem, die Mitteldifferentialsperre lässt sich auch im High Range einlegen, jedoch geht diese auch bei 27 km/h wieder raus. In diesem Video soll es um den Umbau des Kassenwagens zu einem echten Camper gehen. Ich gehe natürlich noch auf ein paar andere Sachen ein, also bleibt dran. Was habe ich als erstes gemacht bei dem Fahrzeug? Als erstes habe ich mich um Sitze gekümmert. Die Idee war ja, ein familienfreundliches Fahrzeug zu bauen, welches ich im Endeffekt an Familien vermieten kann mit Kindern. Also wollte ich noch 3 zusätzliche Sitze haben. Und da habe ich mich für das Schniele-Sitzsystem entschieden. Das wird im Endeffekt eingeklebt und eingeschraubt auf so einem Schienensystem. Ich zeige euch das hier mal. Und dann habe ich mich für die VEN-X-Sitze entschieden. Das sind Einzelsitze. Ganz wichtig, Einzelsitze. Jemand, der Kinder hat, versteht warum. Die prügeln sich da hinten wegen jedem Mist und so hat jeder seinen eigenen Sitz, inklusive Isofix und Gurten, ganz wichtig. Und die sind auch mit der Lehne verstellbar. Und wenn wir jetzt gerade schon mal beim Thema Sitze sind, dann habe ich natürlich noch was zu den Vordersitzen zu sagen. Ich habe mich für die Schwingsitze entschieden. Ob ich das nochmal so machen würde, weiß ich nicht genau. Die sind jetzt nicht unbequem. Aber die sind jetzt auch keine Recaro-Sitze oder keine Schillmann-Sitze. Man kann gut drauf sitzen, sie federn, das ist bei der Originalfederung gar nicht mal schlecht. Dadurch sind sie natürlich viel höher und du kannst das Lenkrad nicht in der Höhe verstellen, das ist ein bisschen schade. Das fährt sich halt alles ein bisschen eher wie ein Truck und nicht wie ein PKW. Dann hatte ich versucht, hier bei den Sitzen Drehkonsolen zu montieren. Das funktioniert auch. Du kannst mit Schwingsitzen, kannst du auch Drehkonsolen montieren. Ich habe sie allerdings jetzt wieder ausgebaut, weil die Drehkonsolen, die ich hatte, die haben halt geknarzt. Und das war halt wirklich in Kombination mit dem Schwingsitz sehr unangenehm, muss ich sagen. Ich kenne jedoch Leute, die Drehkonsolen montiert haben und keine Schwingsitze haben. Bei denen funktioniert das wohl ohne Knarzen. Eventuell ist die Kombination aus aus Schwing- und Drehkonsole nicht unbedingt toll. In Schweren kommt doch hinzu, dass diese Drehkonsole ja auch wieder ein bisschen aufbaut. Das ist zwar nur 4 cm oder sowas, aber dadurch sitzt man halt noch höher im Fahrzeug. Und das ist wieder eine ganz andere Sitzposition. Die Sitze sind so schon relativ hoch. Wenn du ein sehr kleiner Mensch bist, dann hast du schon oft Probleme, mit den Füßen nach unten zu kommen. Also meine Kids, mein Tim, der ist 1,50. Als ich die Konsolen noch drin hatte, dann ist der im Sitzen mit seinen Füßen nicht nach unten gekommen. Damit das Ganze jetzt hier nicht ganz so technisch und langweilig wird, blende ich euch einfach jetzt hier mal ein paar Videos von unserem letzten Trip nach Norwegen ein. Der Daily 4x4 hat ja einen eingebauten Kompressor für die Sperren und für das Untersetzungsgetriebe. Zu diesem Kompressor gehört auch ein kleiner Drucklufttank. Ich habe natürlich am Anfang versucht, über diesen Kompressor meine Reifen aufzupumpen. Das hat eher schlecht funktioniert. Der Kompressor braucht pro Reifen 7 bis 8 Minuten, wenn man von 2,5 auf 4 Bar zurück will. Und er geht dann oft auch in Federmond, weil er einfach zu heiß wird. Somit habe ich mich damit auch beschäftigt und eine neue Kompressoranlage zusätzlich eingebaut. Ich habe mich für eine Doppelkompressoranlage von VR entschieden und habe zusätzlich noch einen großen Drucklufttank eingebaut und ein Outlet nach hinten
Somit kann ich jetzt meine Reifen in ungefähr 1,5 Minuten von 2,4 auf 4 Bar pro Rad aufpumpen. Auf meinem Reifen sind jetzt 2,5 Bar und ich pumpe den jetzt mal auf 4 Bar auf. Und dann stoppen wir mal die Zeit. Das hat jetzt gedauert 1 Minute und 24 Sekunden für einen Reifen. Und wenn wir schon immer beim Thema Reifen sind, dann möchte ich mal kurz noch was zu Winter- und Sommerreifen sagen. Ich höre immer wieder von Leuten, die behaupten, man kann zum Beispiel mit einem BF Goodrich KO2-Reifen, welcher ein Schneeflocke-Symbol hat, problemlos ans Nordkap fahren im Winter. Du kannst es machen, ich würde dir das aber nicht empfehlen. Es gibt riesige Unterschiede zwischen einem KO2-Reifen und einem echten Winterreifen. Ein Winterreifen in solchen Konditionen ist einfach mal Gold wert. Guckt euch mal einfach einen echten Winterreifen an. So, seht ihr, wie viele Lamellen dieser Reifen hat? Ich fahre jetzt hier auf dem Iveco Michelin-Reifen. Das sind Ice Grabber-Reifen. Die haben keine Spikes, weil es im LKW-Bereich halt nicht erlaubt ist. Im Pkw-Bereich fahre ich Spikes hier oben. Das ist natürlich außerhalb von Schweden und Norwegen nicht erlaubt, das ist mir klar. Aber ich muss euch sagen, kauft euch ordentliche Winterreifen, wenn ihr irgendwelche Touren in richtige schneeige Gebiete machen wollt. Weil unsere Straßen hier oben sind vollkommen anders als alles, was ihr aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kennt. Ich blende euch dann hier mal ein paar Videos ein und so, wie das hier bei uns aussieht. Winterreifen. Winterreifen sind absolute Pflicht und zwar richtige Winterreifen. Und wenn ihr plant, länger hier oben zu sein, dann überlegt euch tatsächlich, ob ihr nordische Winterreifen kauft. Zum Beispiel von Nokian haben nochmal eine weichere Gummimischung, die für diese extrem kalten Temperaturen besser geeignet sind. Ihr dürft nicht vergessen, wir haben hier teilweise minus 20, minus 25, auch manchmal minus 35 Grad und da braucht es einfach andere Reifen. Kleiner Pro-Tipp zum Reifenluftdruck reduzieren. Ich benutze Storn Tire Deflators. Das sind so kleine niedliche Teile, da kann man vorher den Reifenluftdruck, den man gerne hätte, mit diesem Teil einstellen. Dann ist das so ein paar Schrauben, schraubst du fest, dann ist das eingestellt. Ich habe das bei mir auf 2,5 Bar eingestellt. Und dann brauche ich nur die Ventilkappe runterschrauben und dann schraube ich das Teil da drauf und dann reduziert er den Reifenluftdruck bis zu 2,5 Bar. Und dann gehe ich halt ringsrum ums Auto, stecke die Dinger ran und wenn ich beim letzten Reifen bin, ist der erste schon komplett abgelassen. Und da kann ich euch nur empfehlen, kauft gute, da gibt es auch verschiedene. Ich hatte am Anfang welche aus China für 19 € irgendwas oder sowas. Die haben auch funktioniert. Das Problem war nur, dass ich da 5 Minuten gewartet habe, ehe der Luftdruck wirklich runter war. Mit den guten von Storn dauert das, wie gesagt, immer ums Auto rum, dann ist der erste fertig. Ich verlinke euch die mal unten, die sind wirklich richtig gut. Jetzt kommen wir endlich mal zum Thema Aufstelldach. Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, habe ich mich dafür entschieden, weil ich dann mit 5 Leuten drin schlafen kann. Die Idee war, 2 bis 3 Leute oben schlafen, einer auf einer Couch und einer schläft bei mir sozusagen zwischen der zweiten und der ersten Sitzreihe. Da lege ich dann eine Matratze hin und da schläft mein mittlerer drin. Dann gehen wir mal los und öffnen das Dach. Relativ easy. Habe jetzt hier drin nicht aufgeräumt. Natürlich nicht sehr professionell, aber so ist es nun mal. So. Es ist einfach nur verschlossen hier. Den Spanngurten zieht man hier runter, zieht man hier runter und dann kann man das Dach aufmachen, wenn es nicht eingefroren ist. Und voilà, das Dach ist offen. Und dadurch haben wir jetzt hier Platz ohne Ende, haben wir jetzt mehrere Schlafgelegenheiten. Kurz Licht anmachen im Fahrzeug, so. Also hier oben, das ist 1,45 breit mal 2,40 lang, weil das bis ganz vorne geht. Und hier schlafe ich in der Regel, wenn ich mit den Jungs alleine unterwegs bin, schlafe ich in der Regel mit 2 Kindern dort oben. Ich erzähle euch gleich mal ein bisschen was zu dem, was wir hier drinnen gemacht haben. Aber erstmal esse ich was. Meine Frau hat mir nämlich leckeren Brotsalat gemacht. Und das muss man auch mal machen, ne? Essen ist wichtig.
Okay, was haben wir denn gemacht? Das sind 2 Meter hier hinten, hinter den Sitzen. Wir haben das ganz simpel gestaltet. Auf der einen Seite ist ein Küchenblock. Hier gibt es einfach nur ein Induktionskochfeld, eine Edelstahlspüle. Ganz einfach. Dort vorne drin, darunter ist ein 100 Liter Wassertank mit einem 10 Liter Boiler und noch einem Filter und ein bisschen Elektrik. Das ist ein 110 Liter Dometic Kühlschrank mit Gefrierfach. So, da oben ist das Gefrierfach. Wir kochen mit Induktion, weil ich kein Gas mitschleppen wollte. Um mit Induktion zu kochen, braucht man natürlich ein bisschen Strom. Wir haben hier 300 Ampere Lithium drin und eine komplette Victron-Anlage, was ich gebaut habe. 1800 Watt Wechselrichter. Solar haben wir 600 Watt auch oben drauf. Da habe ich ja, mehr als genug. Damit kommen wir eigentlich hin. Ich hatte das gute Teil eigentlich noch nie am Strom. Da haben wir eine Standheizung. Ist ein bisschen kalt hier drin, 9 Grad. Habe ich erst angemacht. Ja, ein paar Steckdosen, ein paar Outlets. 220 Volt Steckdosen haben wir auch. Und das wichtigste Tool, wir haben eine Clesana C1 Toilette. Und eine Clesana C1 Toilette. Ich finde die Toilette gut. Ich wollte keine Trockentrenntoilette, weil das Ding doch stinkt. Und wenn hier ich mit dann 3 Jungs unterwegs bin und wir mit zu 4 hier diese Toilette benutzen, dann stinkt eine Trockentrenntoilette einfach. Das ist einfach so. Die Clesana verschweißt das alles. Der große Nachteil ist natürlich, du brauchst einen Beutel. Man kann immer auf XS drücken, dann geht es. Aber dennoch braucht man einen Beutel. Aber das Gute ist, die Beutel kannst du in jedem, ich sag mal, Restmüll entsorgen. Und du kannst quasi die Toilette auch als Mülleimer benutzen, was wir oft tun, wenn wir irgendwelche Essensreste haben. Dann hauen wir die einfach da rein und verschweißen das dann beim nächsten Mal, wenn wir auf Toilette gewesen sind. Wie ihr schon seht, hier im Auto ist nicht wirklich viel isoliert. Es hat den Hintergrund, dass man entweder macht man das richtig, also perfekt. Und dazu habe ich mich letztes Jahr nicht in der Lage gefühlt. Da muss ich noch ein bisschen üben. Oder man macht es halt nicht perfekt. Hinter den Schränken, hinter der Küche und sowas ist alles isoliert. Da ist Armorflex dahinter, aber zum Beispiel das hier. Hier werde ich noch irgendwas bauen und dann werde ich das alles mit Filz verkleiden. Auch das hier ist doch der Plan, mit Filz zu verkleiden. Vielleicht dieses Jahr im Sommer. Erstmal ist es okay so für uns. Und wie ihr seht, ist hier überall dieses Band. Das ist tatsächlich Panzertape. Und das ist dazu da, um diese ganzen Löcher zu verschließen, die dort sind, von denen ich erst gesprochen habe. Jetzt kurz noch was zu den Fenstern. Das sind Seitsfenster. Ich habe mich hier für Schiebefenster entschieden. An allen 4. Dort vorne auch. Dort ebenfalls und auch hier. Der Grund ist einfach, die Kinder können dort vorne das Fenster aufmachen während der Fahrt. Deswegen Schiebefenster. Und hier muss da auch ein Schiebefenster hin, weil wenn die Schiebetür aufgeht, dann kannst du kein Ausstellfenster machen. Ich möchte euch noch kurz zeigen, wie man das Dach wieder zumacht. Das geht recht simpel. Wichtig, macht euch ein Fenster und eine Tür auf. Die Luft muss irgendwo hin, wenn ihr das runter macht. Einfach nur ziehen. Dann gibt es irgendwo so einen Punkt, so einen Totpunkt. Dann holt man alles rein. Das ist ziemlich wichtig, dass hier alles drin ist und dann lässt man es einfach runter. Und das war's schon. So. Achso, wenn das Dach geschlossen ist, habe ich hier keine Stehhöhe drin. Ich bin 1,85 und das sind 1,80 hier drin. Also wenn man kleiner ist, hat man Stehhöhe. Ja, ein ganz allgemeiner Spritverbrauch bei dem Wagen sind 15 Liter plus. Kommt ein bisschen davon, wie schnell du fährst und vor allem, wo du fährst. Auf der normalen Autobahn brauchst du 15 Liter.
wenn du im Gelände fährst, leichtes Gelände 20 Liter. Wenn du wirklich schweres Gelände fährst, wie Dünen zum Beispiel oder sowas, dann rechnen mit 30 Liter Spritverbrauch. So, also das Armaturenbrett des Iveco's ist einfach gehalten. Es ist Plastik, 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 überall. Hier oben ist alles Plastik. Das muss euch bewusst sein. Auch Türverkleidung und so ist alles Plastik. Hier ist nichts irgendwie unterschäumt oder sowas. Jetzt haben wir mal kurz was zum Motor. Also gehen wir mal rein, Motor einfach aufmachen, kannst du mal am Hebel ziehen. Gibt es hier unten so einen gelben Hebel, den zieht er einfach zur Seite. Geht das Ding auf. So, da haben wir unseren Motor. Das ist ein 3 Liter 4-Zylinder Motor aus dem Iveco-Haus. Der ist ein guter, stabiler Motor, finde ich. Er ist etwas rau. Aber dafür ist der wohl angeblich gebaut für Laufleistung jenseits der 500.000 Kilometer. Der Motor hinter einem 8-Gang ZF Automatikgetriebe hängt und dieses 8-Gang ZF Automatikgetriebe funktioniert mit 8 Gängen in High und in Low Range. Das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Das Getriebe schaltet ziemlich gut. So, was haben wir hier noch am Motor? Was wichtig ist, hier unten ist der Sicherungsblock. Dort unten, ich mache das mal kurz auf. Ja. Da sind die ganzen großen Sicherungen hin. Hier sind die Kabel, die von der Batterie kommen. Das sind die hier hinten. 1, 2, 3. Die kommen aus eurem Fahrzeug, aus dem Batterieraum. Hier vorne habt ihr noch ein paar Zusatzsicherungen. Die sind nicht alle belegt. Bei mir hängt jetzt hier noch der Kompressor drauf. Hier vorne auf eine 60 Ampere Sicherung. Und hier hinten hängt meine Winde drauf. Und da habe ich eine 500 Ampere Sicherung eingebaut. Das läuft natürlich nicht direkt auf die Winde, sondern hier über ein riesen Relais, sage ich es mal so. Und ich habe Iveco auch gefragt, was ich denn abnehmen kann, weil die Winde halt, meine Winde halt so schon mal bis zu 500 Ampere zieht, also 450 vielleicht unter Volllast. Und Iveco hat gesagt, ich kann problemlos eine Winde anschließen, 450 Ampere Sicherung reinmachen und dann funktioniert das. Habe ich auch gemacht, bis jetzt kein Problem. Ich hatte allerdings auch noch nie die Situation, dass ich tatsächlich die Winde unter Volllast benutzen musste, also wo das Auto wirklich so im Dreck steckt, dass die 7,5 Tonnen wirklich Zuglast dort benötigt wurden. War bis jetzt nicht so. Ja, was haben wir noch Schönes beim Motor? Ja, nichts Besonderes. Wir haben einen konventionellen Ölmessstab, so wie früher. Das finde ich richtig gut. Da Öl nachfüllen und so. Scheibenwaschflüssigkeit ist da hinten. Ja, kein Hexenwerk hier drin. Da ist noch auch Luftfilter, nochmal drunter gucken, sauber machen und so. Hier ist der Innenraumfilter, nicht der Luftfilter. Ne? Hier ist der Luftfilter. Ab und zu mal sauber machen. Noch mal kurz was zu der Elektrik. Wenn ihr plant, größere Lasten wie ein Kompressor oder eine Leitbar oder sowas für ein Fahrzeug anzuschließen, dann geht hier rauf auf die Sicherungsbox und holt das von dort. Denkt immer dran, wenn ihr eine Leitbar oder einen Kompressor anschließt, dass das nicht einfach draufsteht, sondern das mit ordentlichen Relais bewerkstelligt. Ja. So, sowas hier. Ja, da hat meine Kamera leider nicht das gefilmt, was ich filmen wollte. Deswegen habe ich jetzt hier mein Relais. Ein kleines. Das ist ein 40 Ampere Relais. Sowas könnt ihr dann verwenden, um eine Leitbar oder einen Kompressor anzuschließen. Schaut danach. Die Dinger sind nicht teuer. Kann man bei Amazon für relativ wenig Geld kaufen. Kauft welche von Bosch, meine Empfehlung. Die sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich besser als dieses China-Zeug. Der Iveco hat nicht die allergrößte Bartiefe. Es sollen nur 60 cm sein. Ich habe das nicht ausprobiert, aber mir ist schon klar, warum. Es gibt so einige Stellen an dem Fahrzeug, da kommt das Wasser einfach rein. Auch halt bei der Batterie und so. Die Batterie hängt relativ tief. Ich zeige euch mal kurz, wie die Batterie hängt. Also die Batterie hängt hier drunter. Da. Na, komm schon. Da ist alles drin. So. Und hinter der Batterie, also hier hinten die Wand, die ist nicht dicht. Also da gibt es Löcher. Quasi nach außen. Und auf der anderen Seite auch. Auf der anderen Seite habe ich an dieser Stelle meinen Kompressor installiert. Und von hier geht auch das Kabel raus für mein ganzes zweites Batteriesystem. Da habe ich hier hinten ein Loch gebohrt, das ordentlich verschlossen. Und dann geht das, ich kann das mal kurz von hier unten zeigen. Ja, hier. Hier unten geht das raus. Diese beiden Kabel sind neu. Das dicke, das ist quasi für das zweite Batteriesystem und das dünne ist für eine Pumpe für einen zweiten Tank, der noch nicht eingebaut ist. Wenn wir jetzt gerade mal hier unten sind, dann kann man das so vielleicht besser sehen. Das ist das Verteilergetriebe.
Ihr seht, da vorne ist das Differential. Vorne, da ist Antriebsstrang, Verteilergetriebe, Antriebsstrang nach hinten. Und das Getriebe an sich ist das dort oben mit dem schwarzen Deckel unten drunter. Das ist eine Kühlung, das ist allerdings nur Plastik. Ja, funktioniert. Wenn man hier richtig hart Off-Road fahren möchte, wäre es natürlich zu empfehlen, auch unter diesem richtigen Getriebe, also das Achtganggetriebe, und eine Platte drunter zu bauen oder sowas. Anderer Iveco-Fahrer hat mich darauf hingewiesen, dass es durchaus ein Vorteil ist, das Getriebeöl und das Verteilergetriebe und auch die Differentialöle öfters zu wechseln, als es bei Iveco vorgesehen ist. Ich würde das auch unterstützen. Ich bin eher ein Freund von lieber zu viel wechseln als zu wenig. Er hat gesagt, er wechselt sein Getriebeöl beispielsweise alle 60.000 Kilometer. Dann kommen wir noch zu dem letzten Punkt in diesem Video, und zwar soll es da um die Tanks gehen. Hier ist was drunter unter dem Verteilergetriebe. Hier ist auch nichts drunter. Der Tank ist ja sehr exponiert, das hatte ich schon mal gesagt. Und der ist halt auch ja, so gebaut. Ihr seht das dort hinten. Hier. Ja, das ist natürlich der tiefste Punkt. Und wenn du über eine Kuppe fährst, fährst du überall drüber. Und drüben haben wir nochmal den AdBlue-Tank. Den seht ihr dort. Und dahinter, an die freie Stelle, kommt nochmal ein Zusatztank von 75 Liter. Ich bin zu T-Tank-Design zum Frank gegangen. Wenn das jemand interessiert, kann er mich mal anschreiben, dann gebe ich dir mal eine Nachricht. Der hat mir jetzt einen Tank auf Maß gebaut. Da kann ich nochmal Bilder einblenden. Und der kommt dann einfach auf die andere Seite. Zeige ich nochmal kurz. Moment. Der kommt hier drunter. Hierhin kommt er. Soll es jetzt erstmal für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte einige Fragen beantworten. Einige neue sind entstanden und die werde ich dann im nächsten Video fortsetzen. Es wird wahrscheinlich tatsächlich einen Teil 3 geben. Und da werde ich mich noch mal ein bisschen mehr auf das Verteilergetriebe und dann noch ein paar andere Teile, wie zum Beispiel die Winde, ein bisschen genauer darauf eingehen. Okay, hier draußen haben wir jetzt hier gerade Worst-Case-Straßenzustände. Es ist Eis auf der Straße und es fängt an zu regnen. Das ist alles andere als cool.